Ja, meine Frage ist, ob Sie schon Schwierigkeiten im Internet hatten oder ob Ihnen Barrieren im Internet aufgefallen sind. Und wenn, wo? Ja, es gibt Hindernisse. Also für mich ist es immer sehr anstrengend, wenn ich, 3000 Klicks, gefühlte Klicks machen muss, um dahin zu kommen, wo ich hin möchte. Auf jeden Fall. Ich sehe als Schwierigkeit insbesondere die farbliche Gestaltung von vielen Internetseiten. Ich selbst habe Diabetes, seit ich 3 Jahre alt bin, und selbst mir fällt es schon schwer, hochkontrastierte Seiten zu lesen. Ja, ich habe mir letztens eine Seite vorlesen lassen und dort gerade total im Lesefluss unterbrochen worden, weil dort die Werbeanzeigen immer zwischendurch im Text vorgelesen worden sind und ich hätte auch überhaupt keine Ahnung gehabt, wie ich mich auf dieser Seite navigieren könnte, weil ich ja die Reiter nicht gesehen hätte. Und das sehe ich, glaube ich, als einen sehr großen Punkt, dass es dort keine klare Struktur gibt, wie man damit arbeiten kann. Was sehen Sie denn für Möglichkeiten oder Chancen für Menschen mit Behinderung im digitalen Leben? Oder was ist Ihnen positiv aufgefallen? Ja, man kann natürlich, ohne sich aus dem Haus begeben zu müssen, mit anderen kommunizieren und in gemeinsamen Foren sozusagen dann sich austauschen. Ich glaube immer, wenn sich halt Vereine oder Firmen oder wie auch immer Mühe geben, Barrieren abzubauen und da auch professionelle BeraterInnen für einstellen. Ne? Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wenn das so ernst genommen wird, dass das auch professionalisiert wird. Was würdest du dir wünschen, was es einfacher für dich macht? Dass es mit leichterer Sprache ist und dass ich das verstehen kann. Was wir brauchen, ist auch ein bisschen Respekt von den Leuten, dass man sich respektiert, wertschätzt. Zunächst mal die Größengestaltung von allem, dass beim Kontrast auf jeden Fall auch die Möglichkeit besteht, Kontrast an, aus oder vielleicht auch gar keinen Kontrast einzustellen, Farbe rauszunehmen oder sowas und dann eventuell auch einfachere Möglichkeiten beim Drüberfahren mit der Maus oder sowas, dass man vielleicht Töne hat, um schnell herauszufinden, was ich dort machen kann, wie ich interagieren kann auf der Seite. Ja, dass das einfacher erklärt wird, wie man damit umgehen kann. Also viele Menschen mit Behinderung können das nicht. Und ich habe manchmal auch meine Schwierigkeit, muss meine Betreuer fragen. Also ich glaube, ich fände es wichtig, dass wenn man auf eine Website geht, dass eigentlich ziemlich klar wird, wo ich weiteren Informationen bekomme. Damit man nicht immer überall nach sowas wie einem Menü suchen muss oder nach weiterführenden Infos, sondern dass man klar weiß, hier geht's lang und dass das für alle ersichtlicher einfach ist.